Hallo zusammen, heute geht es um Zeitreisen. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich das zusammengedacht habe. Zuerst ein paar Geschichten dazu. Stuart Swerdlow vom Montauk Project, das ist in New York da Gegend, erzählt, dass man ihn da, und die haben auf dem Mars, haben sie auch Stationen, erzählt, dass er in der Zeit zu Jesus zurückgereist ist und hat dort, hätte Jesus umbringen sollen, ne, damit er nicht gekreuzigt wird. Was hat er nicht geschafft. Ja. Er hat nochmal zurückgegangen, ein Blut geholt und dann da am Kreuz erzählt, dass das gar nicht so war, wie es in der Bibel steht, sondern dass ein Kreis herum, da kann niemand unter dem Kreuz stehen. Ne? Also das Geschichte mit Johannes und Maria. Ne? Laut Swerdlow geht das gar nicht, weil das Kreuz kann man nicht runterstehen. Aber das sind noch mehrere Geschichten. Man kann auch, Jesus ist ja anscheinend gar nicht gekreuzigt worden. Ich war ja mal in Pakistan, da gibt es ein Grab von Jesus. Und Moslems sagen ja auch, dass es ein anderer war, der gleich geschaut hat. Aber deswegen ist trotzdem einer gekreuzigt worden und den hätte Swerdlow erschießen sollen. Ne? Also mindestens in die Geschichten, die ich kenne, passt es hinein. Und der geklonte Typ, ja, manche sagen, es predigt schon einer, aber das weiß ich gar nicht, ob der wirklich predigt. Ich habe gehört, es soll schon einer predigen, der Jesus heißt. Vielleicht ist es der, vielleicht auch nicht. Es gibt viele Prediger. Eine andere Geschichte ist von Dan Burrish, die ist recht viral gegangen, weil Carrie Cassidy und ihr Project Camelot, wo die zu finden ist ein ziemlicher bekannter Kanal, ne? Ich finde es auch bei mir da unten im IT-Bereich. Und der sagt, er arbeitet mit Menschen aus der Zukunft zusammen. Wobei da jetzt schon wieder Korrigieren angebracht ist. Carrie Good sagt nämlich, diese Geschichte mit den Menschen aus der Zukunft ist eine Erfindung. Die sollten laut Dan Burrish 45.000 Jahre aus der Zukunft und 42.000 Jahre aus der Zukunft stammen. Aber Carrie Good, ja, ein Partner von David Wilcock, die arbeiten zusammen. Carrie Good ist Botschafter von der Super Federation. Das ist eine eigene Geschichte. Und der sagt, dass diese Zeitreisengeschichten auf einer unteren Militärebene verkündet werden, damit die Leute auch Lügen zum Erzählen haben, wenn sie irgendwas erzählen. Sie werden zwar darauf eingeschworen, die nicht zum Erzählen, aber das, was ihnen beigebracht wird, sind sowieso Lügen. Also wir kriegen über Carrie Good ein bisschen von der Desinformation mit, die da verbreitet wird. Carrie Good ist ein neuer Star im Internet. Also David Wilcock ist ein Hammer, aber der Carrie Good ist noch besser. Weil er als quasi Botschafter der Menschheit auftritt, ne, von dieser Super Federation. Also sogar die Galaktische Föderation, bei der, glaube ich, der Erzengel Michael dabei ist. Und 40 andere Federations treffen sich in dieser Super Federation und von der ist der Carrie Good als Mensch hier auf der Erde als Botschafter. Also wenn ihr diesen Namen findet, schaut euch das einmal an. Ich habe schon auf Facebook gepostet, Hammer der Typ. Carrie Good. Und ja, also diese Geschichte mit den Menschen aus der Zukunft scheint nicht zu stimmen, das sind scheinbar ganz normale Aliens. Keine Menschen aus der Zukunft. Die schauen ja, es gibt ja auch viele Aliens, die ausschauen wie Menschen, aber die scheinbar nicht. Oder beziehungsweise, was sie dann eigentlich sind, diese Greys, weil das sind die Greys, mit denen Burrish arbeitet, das sind die mit den großen Augen und dem schmalen Gesicht, wissen wir jetzt eigentlich immer noch nicht, weil das, was mir geleakt worden ist, ist scheinbar falsch. Naja, was sind, weiß ich eigentlich auch nicht. Was aber stimmt von Dan Burrish, ist die Geschichte mit dem Looking Glass scheinbar, die wird auch sehr oft bestätigt, nämlich, dass es ein Zeitschauengerät gibt, also Looking Glass kommt von Alice im Wunderland, wie viele dieser Begriffe da drin, auch dieses Down the Rabbit Hole, das wo die Alice durchfällt, beim Alice im Wunderland. Und das Looking Glass ist eben auch aus diesem Buch und da kann man durch die Zeit schauen. Viele Präsidenten und Politiker hohen Ranges sollen dort schon gewesen sein, bei dieser CIA-Institut scheinbar, und die Zukunft gesehen haben, also auf dieser Zeitlinie, damit sie dann ihre Wahlen danach ausrichten können. Ne? Und dann gibt es noch eine kleine Geschichte von der Carrie Cassidy, wo einer erzählt, dass er wie das funktioniert hat. Das ist ein sehr kurzes Video, weil er es dann abgebrochen hat, weil Carrie Cassidy hat ein bisschen zu viel gefragt aus diesem Gerät und das schaut eben aus wie ein Handy. Ne? Da kann man dann die Frequenz der Zeit einstellen. Wir stellen ja mit unserem Handy auch Frequenzen ein, aber durch den Raum über einen Satelliten zum anderen Ort. Das ist übrigens eine Bewegung, das wird gleich nochmal wichtig. Und der stellt auch eine Bewegungsfrequenz ein, aber durch die Zeit und nimmt den Körper mit irgendwie.
So, das sind jetzt ein paar Geschichten. Es gibt auch Filme zu dem Thema, bauen wir die gleich dazu ein. Was weiß ich, Stargate, zweite Staffel, zweite Folge, wo sie 1969 reisen und dort die Zeit reparieren, erzählt viel von diesen Problemen der Zeitlinienverschiebung. Wenn man in der Zeit reist und zum Beispiel Jesus umbringt oder sonst irgendwas, kann es ja sein, dass das Christentum nicht entsteht. Ne? Oder du nicht geboren wirst. Ne? Ähnliche Sache ist Zurück in die Zukunft aus den 80er Jahren, ein alter Klassiker. Ne? Oder Last Minze erzählt so ähnliche Geschichte, die recht nett ist, auch von diesen Geschichten her. 2007 erschienen. Und ja, es gibt viele solche Filme. Ne? Und die haben alle ein Riesenproblem mit diesen Zeitlinien. Und Filme sind ja anscheinend versteckte Botschaften in unserer geheimen Welt, wo man nichts wirklich sagen kann, wo halt die Leute informiert werden, die sich auskennen, um zu wissen, das ist gefährlich. Und ich stehe eigentlich heute hier, um ein bisschen zu sagen, so gefährlich ist das gar nicht. Und warum komme ich auf die Idee? Und da kommt dieser Zeitraum zum Tragen. Da ist jetzt wieder mal mein Liebling zu erwähnen, den ich schon mal extra vorgestellt habe, die Urfeldforschung von David Wilcock. Und ein zweites Buch, der Synchronizitätsschlüssel, auch von David Wilcock. Und was wir jetzt machen, ist eine kleine Zusammenfassung von diesen zwei Büchern. Und zwar hier kommt jetzt dann, hoppala so, die Struktur vom Dawson, der Zeitraum, gleich zum Tragen. Und hier die Zeitzyklen, die der Grund sind, warum wir gar nicht so viel verändern können. Was ist jetzt Zeitraum und Zeitzyklus? Das ist der eigentliche Punkt. Dawson hat eine Physik aufgestellt, der eigener Physiker, und wird zurzeit von manchen Wissenschaftlern rezipiert, von anderen wieder nicht, weil es doch sehr neu ist. Er ersetzt alte physikalische Theorien mit neuen. Grundlegend ist die Bewegung. Einstein hat ja schon gesagt, Licht ist zwar auch eine Bewegung, aber die Lichtgeschwindigkeit ist nicht. Alles ist relativ. Die Lichtgeschwindigkeit war bei Einstein noch absolut. Auch das ist nur eine Bewegungsform bei Dawson. Es gibt eigentlich nichts Absolutes. Auch Zeit und Raum sind relativ zur Bewegung. Licht ist aber sowas wie die Konstante 1. Ja, also das ist der Maßstab, nach dem gerechnet wird. Diese Rechnungen sind mir wieder mal ein bisschen zu viel. Ich bin kein Naturwissenschaftler. Aber merken wir uns nur, Zeit und Raum sind relativ zur Bewegung. Und genauso wie man den Raum, den wir haben, in dem der Raum dreidimensional ist und die Zeit linear, ich kann mich also in der Zeit nicht zurück oder nach vor bewegen, so kann ich dieses System auch quasi invertieren, umdrehen, ne, so wie ein Spiegelverkehr darstellen oder so. Und dann ist aber plötzlich die Zeit ein dreidimensionaler Raum. Ja? In dem ich mich dann, wenn ich mich bewege, immer in der Zeit vorwärts und rückwärts bewege. Und das ist der eigentliche Hammer. Die Zeit ist ein dreidimensionaler Raum. Ich meine, das müsst ihr euch einmal vorstellen. Ja. Und plötzlich macht das alles Sinn. Ja? Weil wenn man die Zeitlinie verändert, was passiert dann? Ja, aber nehmen wir zuerst noch die Zeitzyklen. Zur Struktur der Zeit gehört nicht nur der Zeitraum, sondern auch Zeitzyklen. Und das sind jetzt so mehrere hundert Jahre, das ist der Synchronizitätsschlüssel, das zweite Buch, ne, das da. So alle 200 Jahre, 539 Jahre und 700 irgendwas Jahre und 2160 Jahre wiederholt sich dasselbe Ereignis. So etwa ist der Erste und Zweite Weltkrieg eine Wiederholung der Punischen Kriege im alten Rom. Da gibt es noch einen dritten Punischen Krieg, weshalb im Moment, oder weshalb, das wissen viele nicht, aber viele reden jetzt vom Dritten Weltkrieg, der in Syrien vielleicht schon läuft. Ne? Die Frage ist, wie groß wird das Ding? Aber da gibt's, das ist eben so ein Zeitzyklus. Ja? Und danach kommt kein Mensch redet vom Vierten Weltkrieg. Es gibt auch nur 3 Punische Kriege. Also das sind so Zyklen. Oder Abraham Lincoln hat sein Spiegelbild, der erschossen worden ist und in einem geraden Jahr gewählt worden ist, in Kennedy, der in einem geraden Jahr gewählt worden ist und der erschossen worden ist. Und so geht Wilcock in viele solche Zeitzyklen hinein. Das können Sie das Buch lesen, wenn es sich interessiert. Die Zeit wiederholt sich in Zyklen. Wenn das aber so ist, dann ist diese Angst, die viele Leute haben, dass die Zeitlinie verändert wird und du gar nicht geboren wirst, irrelevant. Wie die mich kennen, wissen, vertrete ich ja auch die Wiedergeburt seit einiger Zeit inzwischen. Und das heißt, ob ich jetzt als Kater, wenn ich jetzt beim Film bleibe, oder als irgendwer anders wiedergeboren werde, oder in dem Fall jetzt als ich, ist wurscht. Ich suche mir ja die Zeit nicht aus aufgrund der Person, die ich bin, sondern aufgrund der Umgebung, in die ich mich begebe, aufgrund der Zeit, in die ich komme.
Und diese Zeit wiederholt sich zyklisch. Ja? Zeitlinien sind nichts anderes als Straßen in diesem Zeitraum. Wenn man da halt auch Straßen hat, da sind halt da ein rotes und ein blaues und ein grünes Haus. Ne? Und auf der anderen Zeitlinie, wenn man das jetzt verändert, ist ja plötzlich ein grünes, ein blaues, ein gelbes, ein grünes, ein blaues, ein gelbes Haus. Das ist natürlich was anderes. Und manche Menschen werden dann nicht geboren. Aber das ist eben ein Problem, das tatsächlich aus der christlichen Tradition kommt, aus dieser Idee, dass man nur einmal lebt. Wenn man sich wirklich vorstellt, man wird mehrfach wiedergeboren, hat diesen Weg hin zur eigenen Göttlichkeit, du selber irgendwann einmal Schöpfer wirst, kann ein paar Millionen Jahre dauern, aber eben du musst verschiedene Sachen lernen. Es geht hier nicht darum, Karriere zu machen, Familie zu gründen oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, die Erfahrungen, die du in der Familie machst, in der Karriere machst. Und du hast dir eine Berufung ausgesucht und das kann sehr wohl sein, Familie zu gründen, das kann sehr wohl sein, Karriere zu machen. Aber wenn du das eben in dieser Person, in der Gestalt, die du jetzt hast, nicht machst, weil jemand die Zeitlinie verändert, ist es nicht tragisch. Weil du und ich, wir sind ewige Wesen. Jeder Mensch ist ewig. Und das ändert sich nicht. Die Zeitlinie mag sich verändern. Die können Menschen verändern. Wenn sie irgendjemand in der Vergangenheit erschießen, ist damit der Großvater von irgendwem tot, der jetzt eben nicht geboren wird. Don't worry. Es wird jemand anders geboren werden. Okay? Du suchst dir der Zeitraum hat auch die Funktion, dass man sich aus dem Jenseits schauen kann, wie die Zeit verlaufen wird, wenn man da und dort geboren werden wird. Ja? Dazu kommt natürlich auch noch, dass an der Science-Ebene diese Zeitlinie quasi die metaphysische Grundlage ist. Man wieder zurück zum MOOC oder so. Das eigene, der Ermöglichungsgrund heißt das in der guten alten Metaphysik ist. Für die 12 Dimensionen. Denn wir haben ja auch nach Ashkenazim jetzt kurz noch einzubauen, alles existiert 12 Mal, du existierst 12 Mal, ich existiere 12 Mal. Auf dieser Zeitlinie hat alles 12 Dimensionen. Ja? Es ist wie ein großes Rad mit 12 kleinen Kreisen, das sich dann wie eine Schiebetür durch die Zeit bewegt, beziehungsweise durch den Raum, je nachdem. Und in diesen 12 kleinen Kreisen ist jeder von uns 12 Mal inkarniert und macht dann dort eben seine Erfahrungen, positiv oder negativ. Ja. Kennedy hat auf einer anderen Zeitlinie verkündet, dass die Aliens da sind und deswegen ist die Welt dort im Chaos im Moment. Aber es sind die gleichen Personen wie hier. Die Zeitlinie ist also grundlegend dieselbe. In 12 Dimensionen sind aber die Handlungsspielräume andere. Ja. Hier gibt es also Variationen. Und die hängen von unseren Entscheidungen ab. Aber durch die Zyklen, es gibt etwas, was größer ist, und das ist auch das sind 2 Hauptaussagen, die ich heute mache. Die Zeit ist ein dreidimensionaler Raum und Zeit hat Zyklen. Und weil die Zyklen stärker sind als die Zeitlinien, ja, die wiederholen sich nämlich sowieso. Auf der oder auf der Zeitlinie wiederholen sich die Zyklen auf jeden Fall. Weil die Struktur der Zeit ist zyklisch. Und unser Leben ist auch zyklisch. Das ist so wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Das ist jeden Tag dasselbe. So gibt es kurze und lange Zyklen. Und dass wir den Dritten Weltkrieg vielleicht vermeiden können, könnte daran liegen, dass wir 2012 das 25.000 Jahr Zykluswechsel-Feier-Ding gehabt haben. Wie sagt man da? Langsam verstehe ich das, dass man auf YouTube nicht gescheit reden kann. Das ist irgendwie komisch. Jedenfalls dieser 25.000 Jahr Zyklus, der war 2012 und da beginnt jetzt das Wassermann-Zeitalter, der jetzt eben ein goldenes Zeitalter wird, wo wir auch wieder verbunden werden mit diesen Leuten aus dem All, die ja auch unsere Schöpfer sind, diese Elohim, Anunnaki, Free-Menschen, wie sie immer genannt werden. Und das kommt jetzt eben. Ne? Wobei es scheinbar, manche sagen, wir brauchen immer noch aber es ist ein anderes Thema, ob wir jetzt wirklich noch einmal eine Krise brauchen, so einen Dritten Weltkrieg, um da durchzugehen, oder das jetzt vermeiden können, weil es eben ein 25.000 Jahr Zyklus ist. Das ist jetzt ein bisschen offen, ne? Das ist schon interessant. Eine sehr interessante, wirklich sehr interessante Zeit, was im Moment läuft, weil uns der große Zyklus neue Möglichkeiten eröffnet. Trotzdem ist dieser 2000 Jahr Zyklus auch noch da. Ne? Ist recht interessant. Wir leben in einer sehr interessanten Zeit. Wahrscheinlich sind deswegen, manche sagen auch, dass deswegen so viele Seelen auf der Welt sind. Aber es sind eben die Zyklen, das was steuert und nicht die Zeitlinien. Darum keine Angst davor, wenn jemand Zeitlinien verändert. Ich bin immer noch Theologe, ich versuche immer noch Menschen zu beruhigen.
Es ist nur schwieriger geworden, diese ganzen Schritte mitzuvollziehen, die ich inzwischen als Grundlage habe. Und es dauert auf der Weile, bis ich wieder was zum Sagen habe, weil für solche Sachen selber mal Klarheit zu kriegen, Leute, das dauert eine Weile. Deswegen hat es jetzt auch wieder eine Weile gedauert, bis mir was eingefallen ist. Aber das war es eigentlich soweit für heute. Nochmal die beiden Bücher, also wirklich sehr zu empfehlen. Nicht, also alles, was David Wilcock aus der Hand gibt, ist irgendwie ziemlich genial. Das ist die Urfeldforschung, das ist der Synchronizitätsschlüssel, da kann man die Physik vom Lassen, vom Zeitraum nachlesen und da die Zeitstrukturen, die Zeitzyklen, die hat der David Wilcock, glaube ich, selber irgendwie rausgefunden. Das ist der Law of One, die genau die Law of One-Reihe, wieder eine andere Quelle. Immer irrsinnig viele Quellen, die man da studieren kann. Ihr könnt es mir aber auch einfach glauben, deswegen stehe ich hier, das zum Erzählen, aber das ist natürlich, deswegen gibt es Bücher, man kann es auch nachschauen. Und ihr könnt sich noch die Quellen von den Büchern anschauen, selber studieren anfangen. Ja, aber interessant wäre jetzt vielleicht auch mal, was haltet ihr von Zeit, von der Struktur der Zeit, von Zeitreisen, von dieser Möglichkeit, von der Gefahr, Zeitlinien zu verändern? Vielleicht schreibt mir mal wer was dazu. Ja. Gottes Segen, ich glaube, ich mache wieder Schluss für heute. Macht's es gut. Servus.